auf der Alm, da gibt's kein Sünd. Oder? Servus, Christi und Hallo. Mein Name ist Blockstar und Freunde, willkommen in der Noppenklößchenscheune. Ich habe ja viele Fans und Zuschauer und auch Freunde da draußen im Dach. Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ich selber bin auch ein halber Bayer. Deswegen hängt hinter mir auch die Fahne vom König Ludwig. Und Österreich und die Schweiz. Quasi als kleines Dankeschön an euch da draußen. Ich glaube, ihr wisst alle, wer gemeint ist. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass mein lieber Spezi, der Florian von Modbricks, da ein Set designt hat, was es quasi in allen 3 Kulturkreisen zu finden gibt und ich glaube sogar darüber hinaus auch noch in Südtirol in Italien. Freunde, ich stelle euch heute von Modbricks die Almhütte vor, das Set 18269030 ab 6 Jahren. 640 Teile und ich selber muss zugeben, ich bin jetzt nicht gerade der Beste im Skifahren, bin kein Skihasal, aber so auf der Hütten, da habe ich schon das ein oder andere Mal abgehangen. Ihr wisst, was ich meine, gerade wenn es um Willi geht und Après-Ski. Und deswegen stärken wir uns jetzt ein bisschen und dann sehen wir uns hier zur Abfahrt auf dem Bautisch. Prost, Freunde! Saugut! Packen wir's, Burschen, besprechen wir den Karton. Das Modbricks Set 18269030, die Almhütte vom lieben Florian designt. Steht diesmal leider nicht, warum auch immer, auf dem Karton. Der Karton ist ziemlich hübsch, gar nicht verkratzt wie bei den letzten Sets, weil ich diesmal hier auch kein Prototyp habe, sondern ein Set, was ihr auch ganz normal so im Laden kaufen könnt. Schönes Hintergrundbildchen, das lädt einen richtig ein in die Alpen. Muss mich hier korrigieren, natürlich gibt es so Hütten nicht nur in Europa, gibt es auch in Amerika, in Kanada und so weiter und so fort, Russland. Aber für mich ist es der Inbegriff der Skihütten jetzt hier in dem Alpenraum. Man erkennt übrigens auf den ersten Blick, wenn man schon ein paar Mal Sets von Florian gebaut hat, dass das hier von Florian designt wurde. Denn diese Bautechniken hier an dem Geweih, das ist typisch Florian. Mir gefällt das Set natürlich super. Wir haben hier ein paar Bierglaseln, wir haben hier ein paar Fässer Wein, beziehungsweise Bier wird es sein. Da unten sind sogar ein paar Bierpfützen. Denke ich mal, es könnte auch was anderes sein. Auf jeden Fall gelb und durchsichtig. Ein paar Hühner, einfach ein schönes Hüttchen. Ja, hier können wir auch schon mal reinschauen, denn ganz wichtig, die Hütte ist von hinten offen, damit man spielen kann. Und deswegen schauen wir auch mal uns die Rückseite an. Da sieht man es, man kann rein in die Hütten. Rein ist auch hier das Stichwort, denn wir wollen ja wissen, was in dem Karton ist. Und Freunde, kommt mit mir mit, dann schauen wir uns den Inhalt genauer an. Ja, Freunde, da haben wir den Inhalt der Almhütte hier auf dem Bautisch. Die Anleitung DIN A4, Klammer gebunden, kommen wir gleich zu. Wir haben 13 Tüten voller Steine. Ganz wichtig hier Warnung, wir haben jetzt hier auch eine traurige Zwiebel auf der Tüte hier draufstehen. Die Tüten kommen mir irgendwie neu vor, finde ich ganz cool. Die Steine sehen auch nicht ganz so zerkratzt aus wie bei den letzten Modbricks-Sets, aber das sehen wir dann, wenn wir es gebaut haben. Ganz interessant auch noch, dass wir 3 hier einmal 16er Steine draußen haben. Die sind aber schon ein bisschen zerkratzt, wahrscheinlich, weil sie halt lose sind und nicht in den Tüten. Und wir haben eine ganz normale dunkelgrüne oder ja grüne 32x32er Baseplate. So, kommen wir aber zum Wichtigsten, zur Anleitung. Die Anleitung hat 10 Seiten. Hier sehen wir es, 10. Und wir haben 45 Bauschritte, bis unsere Hütte fertig ist. Die Tüten sind nicht nach Baugruppen sortiert, sondern halt einfach, ja, wir reißen alle Tüte auf und nehmen dann die jeweiligen Steine. Hier sehen wir pro Bauschritt die Steine, die wir brauchen. Was dann gebaut wird, ist rot umrandet. Was gebaut wurde, ist halt hier farblich dargestellt. Was mir richtig gut gefällt an dieser Anleitung ist der weiße Hintergrund. Dann kann man die Farben ein bisschen besser erkennen. Das ist ja immer so ein, ja, ein kleiner Fehler gewesen oder hat es erschwert bei Modbricks. Oder ihr kennt es bei China-Sets generell, dass es immer schwierig ist, die Farben zu erkennen. Und ich bilde mir jetzt hier ein, beim ersten Gucken, das ist ja auch für mich jetzt hier das erste Mal, dass ich die Anleitung sehe, dass dieser reine weiße Hintergrund es irgendwie ganz interessant macht. Außerdem finde ich, sieht es hier auch ganz schnucklig aus. Ist eh komisch, dass wir hier Vorder- wie Rückseite das gleiche Bild haben.
Aber egal, Freunde, wir klemmen jetzt, denn ich freue mich hier auf die 2 Bierkrüge auf dieser schönen blau-weiß karierten Tischdecke. Einfach zünftig wie in Bayern. Und ich glaube, ich schaue jetzt auch beim Bauen irgendwie, weiß ich was, vielleicht sowas wie die Rosenheim-Cops oder Hubert und Stadler oder Hubert ohne Stadler oder einen dieser Semmelknödel-Massaker-Filme. Freunde, also jetzt packen wir's! Speedbildzeit ist Faktenzeit. Und wir sprechen heute natürlich irgendwie über Almhütten, aber nicht wirklich, denn laut Modbricks Webseite gibt es hier noch einen Untertitel, und zwar Bayerische Alpenhütte. Und dann dachte ich mir, als halber Bayer hole ich euch doch mal hier einfach Fakten in den Speedbild rund um unseren Freistaat, da unten rechts in unserem schönen deutschen Heimatland. Und einen kleinen Fakt versteckt für Österreicher gibt es auch noch. Also, fangen wir an. Viel Spaß bei den Fakten rund um Bayern. Bayern besitzt den kältesten See Deutschlands. 1600 Meter über den Meeresspiegel liegt der Fundensee im Berchtesgadener Land. Im Winter 2001 hat man hier einen offiziellen Wert von minus 45,9 Grad Celsius gemessen. Damit ist der Fundensee in Berchtesgaden der kälteste See Deutschland. Ein gebürtiger Bayer revolutionierte die Mode. Levi Strauss, Sohn jüdischer Eltern, wuchs in der Nähe von Bamberg im bayerischen Oberfranken auf, bevor er als Erwachsener die Modeindustrie bis heute prägte. Die Jeans, die heute in keinen Kleiderschrank fehlen darf und ursprünglich als Arbeitskleidung für Goldgräber gedacht war, war damals eine echte Revolution. Bleiben wir auch mal in den USA, denn was kaum einer weiß, der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger kam im Jahre 1923 in Fürth bei Nürnberg zur Welt. Wir bleiben also wieder im Franken. Als Heinz Alfred Kissinger geboren, wuchs er bis zu seinem 16. Lebensjahr im Deutschen Reich auf, bevor er 1938 mit seiner Familie aus dem nationalsozialistischen Deutschland in die USA emigrierte. Habt ihr auch gewusst, dass Bayern früher mit I geschrieben wurde? Bis zum Jahre 1825 schrieb man Bayern noch mit I, statt wie heute bekannt mit Y. In diesem Jahr erließ der damalige König Ludwig I. dazu eine Anordnung. Ab sofort schrieb man das Königreich als Bayern und nicht mehr mit Bayern mit I. Ein Zusammenhang wird mit der Ausrufung seines Sohnes Otto zum König von Griechenland gesehen, wo das Y der stärker verbreitete Buchstabe ist. Habt ihr auch gewusst, dass Bayern einen eigenen Leuchtturm hat? Zwar liegt der Freistaat Bayern bekanntlich nicht am Meer, doch einen Leuchtturm gibt es hier trotzdem. Im bayerischen Teil des Bodensees in Lindau, um genau zu sein, steht der einzige Leuchtturm des Bundeslandes, der im Übrigen der südlichste Leuchtturm Deutschlands ist. Und auch einer der schönsten, sagen manche Leute. Die Bayern erfanden das Wiener Würstchen. Und das ist der Fakt, der halt auch mit Österreich zu tun hat. Denn auch wenn es der Name vermuten lässt, waren es nicht die Österreicher, die das Wiener Würstchen erfanden, sondern Johann Georg Lahner, seines Zeichens Schlachters. Dieser erfand das leckere, knackige Ding. Lahner wurde in Bayern geboren, zog in seiner Jugend jedoch nach Frankfurt, um dort das Metzgerhandwerk zu erlernen. Als er mit der Lehre fertig war, zog es ihn nach Wien, wo er seine Kreation als Frankfurter Würstchen anbot. Bis heute trägt das kulinarische Kulturgut dort diesen Namen. Und jetzt ein Fakt, da muss man sich festhalten. Im bayerischen Leberkäse ist keine Leber. Tada, wer hätt's gewusst? Wer Urlaub in Bayern macht, wird an jeder Ecke bayerischen Leberkäse angeboten bekommen. Im Freistaat ist das Gericht fast beliebter als Currywurst und Döner und auch weitaus günstiger. Wenn du dich bisher nie getraut hast, eine Leberkäse zu bestellen, weil du glaubtest, es sei Leber drin, dann kann ich dich beruhigen. Überall, wo bayerischer Leberkäse draufsteht, darf per Gesetz keine Leber drin sein. Lediglich Fleischkäse oder Leberkäse ohne bayerisch als Namenszusatz darf auch Innereien enthalten. Und das Wichtigste vielleicht, was uns alle anspricht und auch etwas zu tun hat mit dieser Berghütte, denn da haben wir auch ein bisschen kleine Bierchen stehen. Das preußische Pilz ist eine bayerische Erfindung. Unangefochtener Platz 1, weil irgendwie unglaublich ist die Tatsache, dass ein Bayer das vor allem außerhalb der Grenzen Bayerns beliebte Pilsner Bier erfand. Braumeister Josef Groll wurde im 19. Jahrhundert von den Böhmen beauftragt, ein wohlschmeckendes Bier zu brauen. Das eigene kam nicht so gut an. So orientierte sich der bayerische Braumeister an dem gewünschten Geschmack der Preußen und erfand das typische herbe Pilsener Bier mit der starken Hopfennote. Überall auf der Welt kennt und schätzt man das Getränk,
nur nicht in Bayern selbst. Dort liebt man das süffigere Helles oder Lagerbiere mit geringem Hopfenanteil oder natürlich das Weizenbier bzw. Weißbier. Ja, Freunde, bevor ich jetzt hier Durst kriege, stoppen wir die Fakten. Alle meine Quellen findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung und euch jetzt viel Spaß beim eigentlichen Review. Servus, 2 Stunden später ist sie fertig, unsere Almhütte von Modbricks. 2 Stunden, ja, ich denke, ihr bekommt das schneller hin. Ich habe mich einmal unten massiv verbaut, weil ich nicht erkannt habe, dass hier unten Dark Bluish Gray Steine hin müssen. Deswegen muss ich es einmal nochmal abreißen und ich hatte beim Dach meine Probleme. Da kommen wir aber gleich zu. Ich möchte euch das Gebäude erst einmal zeigen, denn es ist wirklich optisch ein absoluter Hingucker. Schaut es euch an, eine richtig coole Almhütte, da möchte man sofort zum Almöhi und Urlaub machen. Richtig cool mit den Blumenkasteln, mit den Fässern, mit den Schober, die Händel. Wirklich schön hier die Fensterläden, oben der Balkon. Draußen stehen die frisch gezapften Biere auf der Tischdecke und da oben haben wir auch unser Gwei und hier haben wir auch die Schankfläche. Ganz cool auch der Innenraum. Ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen. Man hat hier den Kamin. Man hat da noch eine Sitzgelegenheit, wo ein Bierchen steht. Man hat eine richtig schöne, coole blaue Chill-Area. Und man hat da hinten eine Küche. Und oben hat man noch einen Balkon innen drinne, der halt dann zu dem Balkon nach außen führt. Also ein richtig schönes Gebäude, was auch wirklich Spaß gemacht hat zu bauen. Nur, ja, das Dach. Das Dach war für mich eine Katastrophe. Ihr könnt jetzt hier mal die Steine euch angucken. Sie sind, ja, moderat, matt, aber auch moderat verkratzt, also jetzt nicht weiter schlimm. Aber die Steinequalität beim Unterbau des Daches, die war blöd. Das war einfach schwer in der Anleitung zu sehen. Ich zeige es euch mal in der Anleitung. Ich fand, der Teil im Dach war viel zu klein. Das hätte ruhig ein bisschen größer sein können. Also hier, da sieht man es, da ist das einfach zu klein dargestellt dafür, dass wir einfach hier so einen langen Brick verbauen und man dann hier genau nachzählen muss. Also vielleicht habe ich mich auch einfach nur blöd angestellt, aber da fand ich es ein bisschen tricky. Ich muss das Dach ja zweimal bauen. Einmal habe ich mich eine ganze Reihe Steine vergessen. Ich habe einfach nicht genau nachgezählt. Und ich fand auch die Unterkonstruktion, da waren die Steine irgendwie zu schwach. Sonst waren die Steine durchweg gut, wenig Kratzer. Es sind mal wieder unterschiedliche Steine, das sieht man bei den 1x3ern, 1x4ern, bei den dünnen Plates, da sieht man, dass es andere Steine sind, weil die haben teilweise Rillen. Finde ich aber ganz gut, das passt einfach zu diesen gemauerten. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Also hier die grauen Steine, gerade hier oben, hier dieser Stein, erkennt man vielleicht, dass man hier, dass er hier unten eine Rille hat zum Runterhebeln. Das hat man sonst nicht bei diesen 1x2ern, 1x3er, 1x4er Steinen. Plates finde ich richtig gut. Also das gefällt mir. Da sieht man es halt hier. Also das ist schön, da kommt man gut runter und das passt dann auch zum Mauerwerk. Auch faszinierend finde ich einfach toll mit der Bautechnik hier, der Hirsch mit diesen Roboterarmen, 4 Stück in weiß und schon hat man das Geweih am Haus hängen. Das ist top und über die Biere brauche ich, glaube ich, euch gar nichts zu sagen. Das Grünzeug ist ein bisschen schwer zu erkennen in der Anleitung, deswegen ist es bei mir hier wahrscheinlich nicht genauso platziert, wie es soll. Ich mache es da immer so, wie ich mag. Wie Pastor Nolte, der macht es ja auch immer, wie er wollte. Ja, und hier drinnen nochmal die Inneneinrichtung. Das Haus ist halt offen zum Spielen, weswegen ich mir das Haus einfach nochmal gekauft habe. Ich habe es einmal gestellt bekommen, das ist das hier. Und hier hinten der Karton, der ist noch voll. Da werde ich mir dann noch quasi hier hinten das Eckstück dran bauen. Vielleicht setze ich die Hütte weiter nach vorne und mache hier hinten nochmal was dran. Das finde ich, rundet es dann für mich ein bisschen ab, aber für Kinder zum Spielen kann ich diese Hütte wirklich empfehlen. Was ich auch gut finde, und da merkt man, dass da Modbricks wirklich auf dem Weg der Besserung ist, dass wir wieder falsche Fensterläden drin hatten. Die hatten wir bei einem der Häuser, die Florian designt hat, ja auch schon mal dabei. Die passen nicht, aber es sind dann passende in Schwarz dabei und ich muss sagen, in Schwarz gefallen mir die noch viel besser als in Braun, weil wir auch schwarze Türrahmen haben, die dann hier oben mit braunen Türen sind, haben wir unten dann halt braune Fensterrahmen mit schwarzen Fenstern. Da habe ich überhaupt kein Problem mit, das passt irgendwie, also finde ich cool, dass da ein Weg der Besserung da ist und man sieht, es geht einen Schritt nach vorne. Ebenso, ich habe mit den Jungs gesprochen, kann es sein, dass sogar für dieses Haus noch in den nächsten Tagen im Online-Shop die PDF-Bauanleitung dazugelegt wird. Das soll in Zukunft ja immer so kommen.
dass man die PDF-Bauanleitungen zu den Sets bekommt. Ich habe ja ein längeres Gespräch gehabt, ich habe angeregt, bei manchen Sets ist schwer zu erkennen, ob sie nicht generell die PDF-Anleitung dabei legen können, und das machen sie. Also das sind jetzt die letzten Sets, die sie nicht haben, wobei hier vielleicht, habe ich euch gerade gesagt, sogar sie noch nachgeliefert wird. Das Haus hat noch eine andere Schwachstelle, und zwar sind das hier die Plates. Man baut auf der Baseplate ja einen Unterboden mit Plates und das hebt sich manchmal ab. Also hier sind die Plates irgendwie, ja, das hat man ja oft, wenn man auf so einer Baseplate Plates drauflegt zuerst, dass man sie wirklich massiv festdrücken muss, damit es passt, denn sonst geht es immer wieder ab. Liegt auch daran, dass halt so eine Baseplate hier unten, die sich leicht durchbiegt, und da würde ich wirklich empfehlen, da seht ihr das jetzt auch schon wieder, da geht es ab, wirklich haut die Platten massiv drauf, drückt das Haus ruhig mal nach. Da sieht man auch, dass die Steine einen Tucken besser geworden sind, dass man hier wirklich immer nachdrücken muss. Ich habe mir hier von Moldking einfach mein Hämmerchen benutzt und habe ein bisschen geklopft, dann geht das auch. Also, eine schöne Hütte mit so vielen Details. Ich zeige es euch nochmal, einfach weil ich es hier lustig finde, diese Biertisch-Atmosphäre. Wirklich, da denke ich wirklich an die Rosenheim-Cops und ihre Frühstück draußen auf der Terrasse am Hang. Das gefällt mir. Eine Sache noch, die Fässer haben alle oben Löcher. Sehen wir auf der Anleitung bzw. auf dem Kartondesign eben anders. Da haben die Fässer hier keine Löcher. Die Teile haben sie wohl beim Chinesen anders geliefert bekommen. Hier sehen wir, die Fässer sind zu. Da haben sie überall Löcher. Stört mich jetzt aber auch nicht. Wobei natürlich hier leicht mal so ein Vogel auch ins Bier... Naja, lassen wir das einfach. Und eine Sache noch. Ich habe einen Fehlteil gehabt. Und zwar so eine Blüte. Mir fehlte eine Blüte. Wobei es auch sein kann, dass ich sie falsch verbaut habe. Mir gefällt es. Ohne Witz. Als halber Bayer, als jemand, der viele Freunde in der Schweiz und in Österreich hat, fühle ich mich einfach mit diesem Haus verbunden. Es gefällt mir. Könnte auch im Allgäu stehen. Also richtig nette Hütte. Wie gesagt, Steinequalität, typisch Modbricks, durchschnittlich von sehr gut bis unterm Dach hier nicht so gut, sagen wir es mal so, freundlich ausgedrückt, aber das Gesamtergebnis wie immer Bombe. Gerade hier mal schön, endlich ein Set auf 32 x 32 mit relativ vielen Steinen, und auch als Teiletrenner, glaube ich, kann man das Set wirklich gut benutzen. Also, und auch hier drinnen, ohne Witz, auch wenn es offen ist, ihr könnt ja chillen, ihr könnt es spielen, dass ihr eine kleine Ausruhpause macht nach der großen Abfahrt oder wie auch immer, oder Urlaub. Gibt ja viele solche Lego-Figuren-Pack, was Outdoor und Camping angeht und Urlaub. Da passt diese Hütte auch perfekt dazu. Ja, ich will es gar nicht schönreden, es gefällt mir einfach. Dieses Ding gefällt mir, trotz seiner Mängel mit den Fässern, die Löcher haben, mit dieser Geschichte, dass man die Plates hier nachdrücken muss und auch den durchwachsenen Steinen. Trotzdem gefällt mir diese Hütte einfach optisch. Ich bin ein halber Bayer, ich habe auch Bock gehabt, dieses Video zu drehen, mich zu verkleiden, und da passte die Hütte perfekt. Es gibt jetzt gleich noch ein paar Detailaufnahmen und dann sehen wir uns gleich später und schauen uns nochmal zünftig und fest in die Augen. Ja, Freunde, während wir hier nochmal ein paar Detailfotos der Alpenhütte von Modbricks sehen, habe ich doch nochmal ein paar Fakten für unsere Österreicher und Schweizer. Habt ihr gewusst, dass Steven Spielberg seinen Nachnamen wirklich aus Österreich hat, von der Gemeinde bzw. vom Ort Spielberg? In Österreich steht auf das Führen eines Adelstitels eine Höchststrafe von 14 Eurocent. Dieses Adelsaufhebungsgesetz stammt aus dem Jahre 1919. So kurios es klingt, wurde es 2007 tatsächlich angewendet und eine Strafe in Höhe von 10 Cent ausgesprochen. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum CH als Abkürzung für die Schweiz steht? Das kommt nicht daher, weil die Schweizer so viele CHs in ihrer Schweizerdeutsch haben. Nein, das CH steht für Confederatio Helvetica. Madels und Burm, das sind wir leider schon am Ende. Es wird Zeit. Mir misset ganget, wie wir Schwaben sagen. Jetzt verwechsel ich schon hier die Dialekte. Ich kann es eh nicht gut. Vorab, ich hoffe, ich habe keine Schweizer und österreichischen und vor allen Dingen auch bayerischen Gefühle verletzt. Gefühle verletzt hat hier Modbricks auf jeden Fall nicht bei mir, denn mir gefällt die Hütte. Problem vielleicht noch, dass wir wieder verschiedene Steinehersteller haben, das habe ich euch gesagt. Also auf jeden Fall sieht man es am Dach, dass wir verschiedene Steine haben mit verschiedenen Qualitäten, verschiedener Machart. Mal ganz glatt, mal so ein bisschen matt, mal mit ein paar Kratzern. Aber, und da haben so Steinehersteller, so wie Modbricks, Bluebricks und wie sie alle heißen, ja immer Glück, wenn man solche Sets darstellt, die irgendwie auch Verwitterungen echt haben, ob es Burgen sind, Hütten, Bunker oder wie auch immer. Da fällt das dann gar nicht auf. Da kann man sogar sagen, und das muss ich auch sagen, da passt das sogar alles zur Patina. Das macht das Gebäude ein bisschen rund.
Man merkt hier auch wieder, dass wahrscheinlich der chinesische Kommissionierer hier Teile gespart hat, denn statt einer 2x8er Plate hier auf den Bänken haben wir halt 2x4ern und die können durchdrücken, wenn man hier so drauf drückt. Da denke ich mal, das war auch wieder anders als geplant. Trotzdem, das Gesamtkonstrukt am Ende gefällt mir. Ich habe es mir nicht umsonst nochmal geholt, weil ich es einfach sogar nochmal vergrößern möchte. Und ich glaube, da sind auch viele Steine dabei, die ihr da draußen auch gebauen und gebrauchen könnt. Das ist ja irgendwie das Gleiche. Also von daher eine richtig coole Hütte. Schreibt mir aber bitte mal wie immer eure Meinung in die Kommentare. Es scheiden sich ja immer die Geister, ob hinten offen zum Spielen oder nicht. Das würde ich gerne von euch wissen. Einfach bitte in die Tasten hauen und lasst mir euer Feedback da, weil ich kann das ja auch oft 1:1 weitergeben. Zum Beispiel wird es hierfür auch schon demnächst wahrscheinlich eine PDF-Anleitung auf der Homepage geben. Die aktuellen Modbrick-Sets werden noch die sein ohne PDF. Die dann noch alle kommen werden, die bekommen dann eine PDF-Download-Geschichte, nicht mit QR-Code, sondern direkt auf der Homepage zum Downloaden, weil ich da mal ein Gespräch gesucht habe. Ich fand es ein bisschen schwierig bei manchen Sets ohne Zahn oder Alien Queen, da schwarz auf diesem kleinen Zettel das zu erkennen. Mit einer PDF, die man vergrößern kann, ist das sicherlich leicht. Deswegen denke ich mal, haben wir da vielleicht in Zukunft einen Mehrwert und schon mal gut ja auch hier, dass Modbricks aus Fehlern gelernt hat, denn ich sage nur, wie ich es euch gerade gesagt habe, hier Fensterläden. Und ich habe euch noch unterschlagen, dass ein Teil übergeblieben ist. Ha, das muss man ja auch sagen. Es ist nur ein Teil leider und zwar ist das hier so ein 1x1 Round Brick, der hier über ist beim Schirmchen. Ja, Freunde, das war's. Wir sind fertig und da bleibt mir nur zu sagen für euch, vielleicht seid ihr gerade im Skiurlaub oder sowas, dann habt noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Servus, Christi, Vierte Gott, habe die Ehre. Au revoir, auf Wiederbauen, euer Freund der Blockstar.